Es ist kalt geworden in Deutschland. Da wird es so langsam Zeit für uns, dass wir Richtung Spanien kommen. Wir haben Ende November, so spät sind wir noch nie gestartet. Aber gut, dafür gibt es Gründe, dazu später mehr. Ja, in diesem Video möchte ich kurz berichten, wie wir unsere Reise geplant haben, welche Plätze wir voraussichtlich anfahren und einiges mehr. Herzlich willkommen dazu. Natürlich möchte ich auch gerne wieder in Videos über unsere Reise berichten. Wir werden natürlich nicht nur die bekannten Plätze anfahren, sondern werden auch neue Plätze aufsuchen und anfahren und dort dann darüber berichten. 2 Plätze werden wir auf jeden Fall anfahren. Das ist der Camperpark in Mazarrón und Camping Mar Azul in Balerma. Die beiden Plätze, die haben wir, ja, kann man sagen, fest gebucht. Alles Weitere wird sich ergeben. Wir haben einige Plätze, die haben uns angeschrieben, die sich über einen Besuch von uns freuen würden. Da wollen wir mal schauen, was wir da mitnehmen und welche Plätze wir da uns anschauen und dann natürlich auch darüber berichten. Geplant haben wir auch, dass wir bis April nächsten Jahres in Spanien bleiben. Wir werden also Weihnachten, Silvester nicht nach Hause fahren, was wir ja in früheren Jahren gemacht haben. Im letzten Jahr erstmalig nicht. Das heißt, wir werden den Jahreswechsel auch in Spanien verbringen. Ja, unser Auto, man sieht ihn da stehen, unseren Jimny, den werden wir in diesem Jahr nicht mitnehmen. Ja, das hat den Grund, wir wollen uns verschiedene neue Plätze anschauen. Nicht überall kann man mit Anhänger und Pkw drauf hinfahren oder die Plätze geben es nicht her. Das heißt, es ist nicht genug Platz, um sowas dort abzustellen. Und deshalb nehmen wir den Anhänger diesmal nicht mit. Wenn wir bekannte Plätze anfahren, dann ist es ja mit dem Anhänger kein Problem. Aber wie gesagt, wenn es eben Plätze sind, die wir so nicht kennen, da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht, dass dann manchmal schwierig ist, auch mit der Anfahrt. Und man verfährt sich vielleicht auch mal. Und ich habe es schon gehabt, dass ich also 500 Meter rückwärts mit Anhänger fahren musste. Das möchte man nicht gerne. Und deshalb sagen wir, diesmal bleibt der Pkw und Anhänger zu Hause. Wir werden am 22. November starten, fahren aber erstmal dann zur Firma Vario Mobil. Dort werde ich noch weitere Aufnahmen machen, denn unser neuer Vario Star, der geht in die Endphase. Wahrscheinlich wird er schon komplett fertig sein. Ich denke zu 99%. Und dann werde ich dort noch Aufnahmen machen, werden wir den Tag dort verbringen. Von dort aus geht es dann weiter. Da haben wir dann ein Adventstreffen, und zwar in Limburg an der Lahn. Das ist auch mit der Gruppe von Vario Mobil. Dort werden dann ca. 20 Vario Mobil Fahrzeuge auf dem Camping- oder Stellplatz sich treffen. Da sind wir dann dabei. Von dort aus geht es dann nach dem Wochenende weiter Richtung Frankreich. Wir werden in Frankreich die Route nutzen bis Lyon mautfrei fahren. Das ist etwa so über Besançon, die Nationalstraße fahren. Das ist, glaube ich, die N83, die dann nachher dort Richtung Lyon führt. Werden dann kurz vor Lyon den Stellplatz am Vogelpark nutzen. Dann geht es weiter, da haben wir dann noch weitere Plätze ausgesucht, Richtung Mittelmeer. Und ja, und bis dahin habe ich erstmal geplant, alles Weitere in Spanien, welche Plätze wir dort genau anfahren, das weiß ich im Moment noch nicht. Das ergibt sich dann auf unserer Reise. Wer nun verfolgen möchte, wo wir nun genau fahren, der kann sich gerne das anschauen auf der App von Polarsteps. Wir sind ja bei Polarsteps. Dort veröffentliche ich ja unsere Route. Immer wenn wir einen Step wieder gemacht haben, mache ich ein paar Bilder und stelle sie dort rein und schreibe ein paar Sätze dazu. So kann man die Route erkennen, wo wir lang gefahren sind und weiß auch immer aktuell, wo wir sind. Ähnliches mache ich bei Facebook in meiner Hako Video Facebook-Gruppe. Also auch da werde ich immer posten, wo wir aktuell gerade sind und welche Route wir gefahren sind. Und wenn es neue oder informative Sachen gibt, die berichte ich dort dann natürlich auch. Vielleicht noch ein paar Worte zur Maut. Ja, in Spanien gibt es ja keine Maut mehr oder überwiegend jeweils, soweit ich weiß, zahlt man dort keine Maut mehr auf den Autobahnen. Das ist in Frankreich natürlich anders. Da wird man ja ordentlich zur Kasse gebeten. Und wir haben uns jetzt für eine Mautbox entschieden von Maut 1. Die haben wir auch schon genutzt. Und zwar, als wir im Herbst nach Kroatien gefahren sind, durch Österreich durch, hat sie die GoBox ersetzt. Die brauche ich dann nicht mehr. Hier wird das auch Geld einfach abgebucht vom Konto, wie man das bei anderen Boxen auch kennt.
und die nutzen wir dann auch für Frankreich. Sie hat bisher gut funktioniert und deswegen werde ich die auch behalten und weiter nutzen. Kommt natürlich auf die Maut noch Geld drauf oder kostet mehr. 5% zahlen wir mehr bei der Maut und eine Jahresgebühr, ich glaube 75 € im Jahr zahlt man. Dafür kann man diese Box aber auch in 5 Ländern nutzen. Wenn man zum Beispiel auch nach Portugal fährt, dort funktioniert sie auch. Ja, das muss ich da noch vielleicht so sagen zur Mautbox. Man braucht natürlich keine Mautbox zwingend. Das ist ein reiner Luxus. Man kann ganz normal bezahlen, entweder mit Geld, aber man sollte auch, gerade wenn man durch Frankreich fährt und Maut bezahlen möchte, entweder eine Visa, Mastercard haben. Das wäre schon wichtig, denn ich weiß, es gibt diese kleineren Mautstellen, die dann kein Bargeld mehr nehmen, wo man nur noch mit Karte bezahlen kann. Grundsätzlich ist vielleicht auch wichtig, dass man Hartgeld dabei hat. Es gibt Stellplätze, wo man Bargeld zahlen muss und wo es dann nur mit Hartgeld geht. Also wir haben immer so einen Beutel mit Hartgeld dabei, alle Sorten, die man so gängig braucht. Das heißt 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro. Das sind so die wichtigsten Münzen, die man dabei haben sollte. Und dann vielleicht auch mindestens 50 € oder vielleicht sogar mehr. Das würde ich so mal als Tipp geben. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was ich hier kurz mal erklären und was ich zu unserer Reise sagen wollte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin auf der Reise begleitet. Wie gesagt, ich werde von Zeit zu Zeit oder ich hoffe sogar regelmäßig immer wieder am Freitag um 11 Uhr meine Videos veröffentlichen. Und dann werde ich euch die neuen Plätze, die wir angefahren sind und alles, was wir so dort erlebt haben in Spanien, darüber werde ich dann berichten. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.